Meine Damen und Herren, Herr Mecke hat gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier schon sehr oft über Elementarteilchen gesprochen habe. Als Entschuldigung dafür, dass es immer wieder dasselbe Thema ist, kann ich nur anführen, dass es kaum ein Gebiet der modernen Physik gibt, das so sehr in stürmischer Entwicklung begriffen ist, wie die Physik der Elementarteilchen. Fast jedes Jahr werden neue experimentelle Tatsachen gefunden, werden neue theoretische Überlegungen publiziert und allein seit dem letzten Vortrag vor 3 Jahren, den ich hier gehalten habe, sind etwa 10 neue Elementarteilchen entdeckt worden. Nun, wenn man von einer einheitlichen Feldtheorie der Elementarteilchen spricht oder sie anstrebt, so geht man etwa von folgender Überlegung aus. Wir wissen aus den Experimenten der letzten Jahrzehnte, dass die Elementarteilchen ineinander umgewandelt werden können. Die Elementarteilchen sind also nicht, wie man etwa in früherer Zeit geglaubt hat, die unveränderlichen, ewigen Bausteine, kleinsten Bausteine der Materie, sondern sie können ineinander verwandelt werden. Und zwar, das ist besonders wichtig, es können alle Elementarteilchen in alle verwandelt werden. Damit meine ich, wenn wir irgend 2 Elementarteilchen nehmen und sie mit sehr großer Energie aufeinander schießen, so entstehen neue Teilchen und es können dabei grundsätzlich Teilchen jeder Art erzeugt werden. Diesen Sachverhalt wird man am einfachsten so beschreiben, dass man sagt, es gibt eigentlich nur eine einheitliche Materie, man kann es genauso gut Energie nennen, und diese Materie oder Energie ist eben in vielen verschiedenen Formen existenzfähig, die man Elementarteilchen oder überhaupt Teilchen nennt. Einen grundsätzlichen Unterschied zwischen elementaren und zusammengesetzten Teilchen gibt es nicht. Man kann auch etwas so formulieren, dass man sagt, die Energie wird dadurch zur Materie, dass sie sich in die Form der Elementarteilchen begibt. Wenn man von dieser allgemeinen Auffassung ausgeht, ist es auch sehr natürlich anzunehmen, dass es ein Naturgesetz geben muss, aus dem die verschiedenen Elementarteilchen mit all ihren Eigenschaften folgen. Ich möchte nun heute über einen bestimmten Versuch einer solchen einheitlichen Feldtheorie der Elementarteilchen sprechen, den man vielleicht am einfachsten dadurch charakterisiert, dass man die Formel an die Spitze stellt, die die Grundlage dieser Theorie bilden soll. Ich bitte um das erste Bild. Sie sehen also hier einen Versuch für eine Materiegleichung. Ich will bloß ein paar Worte über die Buchstaben sagen, aber nachher nicht so viel, wie Sie vielleicht fürchten, über Mathematik sprechen. Also die Größe Psi hier oben stellt sozusagen die Materie dar. X, Y, Z steht für Raum und Zeit und die Gammas sind Matrizen, die von Dirac eingeführt worden sind im Zusammenhang mit der Darstellung, der mathematischen Darstellung der Lorentz-Gruppe, also der Raum-Zeit-Eigenschaften, die wir aus der Relativitätstheorie kennen. Vielleicht sollte ich noch bemerken, die Umformung dieser Gleichung, die hier unten steht, ist eine Form, die uns jetzt in mancher Weise zweckmäßig erscheint. Sie bringt die Symmetrieeigenschaften der Gleichung noch etwas einfacher zur Anschauung als die obere Gleichung. Der Fachmann, der mit solchen Dingen umgeht, sieht, dass diese Gleichung zunächst gegenüber der Lorentz-Gruppe invariant ist. Außerdem wird gesagt, dass diese Größe Chi, die also jetzt die Materie darstellt, dass die, wie der Mathematiker sagt, ein Spinor ist, sowohl im Raum der Dirac'schen Spinvariablen als auch im Raum des sogenannten Isospins. Darüber wird auch später die Rede sein. Und man sieht also, dass diese beiden Gruppeneigenschaften in der Gleichung stecken. Aber auf diese spezielle Form soll es im Augenblick nicht ankommen. Ich möchte bloß gleich zu Anfang betonen, dass es nicht eine besonders extravagante und ungewöhnliche Behauptung ist, zu glauben, dass man aus einer solchen einfach aussehenden Gleichung das ganze komplizierte Spektrum der Elementarteilchen mit all ihren Eigenschaften bekommt. Denn ähnliche Verhältnisse kennen wir ja schon sehr gut aus der Theorie der Atomhülle, die vor etwa 40 Jahren im Mittelpunkt des Interesses stand. Denken Sie etwa an das komplizierte optische Spektrum eines Eisenatoms mit seinen vielen 100 Linien
verschiedener Intensitäten, verschiedener Wellenlänge. Und es hat sehr lange gedauert, bis man dieses Spektrum überhaupt ordnen und entwirren könnte. Trotzdem weiß man heute aus der Bohrschen Theorie der Atome und aus ihrer mathematischen Präzisierung in Quanten- und Wellenmechanik, dass man eine einfach aussehende Schrödinger-Gleichung anschreiben kann für das Eisenatom, aus der dann diese ganzen Spektrallinien mit ihren Intensitäten, sonstigen Eigenschaften folgen. Nun, mit dem Anschreiben einer solchen Gleichung ist noch sehr wenig getan. Und als ich vor 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal darüber vortrug, hat Pauli mit Recht gesagt, das sei ja zunächst ein leerer Rahmen, in dem das Bild erst gezeichnet werden muss. Denn erst dann beginnt ja die mathematische Analyse. Man muss nun durch mathematische Methoden festzustellen suchen, was eigentlich die Aussagen dieser Gleichung sind, ob also etwa die Eigenwerte der Gleichung wirklich die empirisch beobachteten Elementarteilchen darzustellen gestatten. Die Theorie, die durch diese Gleichung hier charakterisiert ist, ist nun an 2 Stellen sehr charakteristisch hinausgegangen über die frühere Quantenmechanik und über frühere Versuche der Quantenfeldtheorie. Erstens ist die mathematische Axiomatik anders. Wir sind genötigt gewesen, eine Erweiterung der Grundlagen in der Weise anzunehmen, dass der Zustandsraum, in dem man mit der Quantenmechanik operiert, nicht, wie der Mathematiker sagt, eine definite Metrik, sondern eine indefinite Metrik hat und dass daher der Wahrscheinlichkeitsbegriff zunächst problematisch wird. Zweitens, es hat sich als notwendig herausgestellt, in dieser Theorie anzunehmen, dass der Grundzustand, der in der früheren Physik einfach als das Nichts, als das Vakuum, als das leere Raum betrachtet wurde, dass der nicht die volle Symmetrie der Gleichung hat, dass er also physikalische Eigenschaften besitzt und daher eigentlich nicht Vakuum, sondern Welt genannt werden muss. Nun, diese 2 ziemlich radikalen Änderungen haben natürlich viel Diskussion hervorgerufen und gerade an diesen beiden Punkten sind in den letzten Jahren die entscheidenden Fortschritte erzielt worden. Ich möchte also das, was ich Ihnen hier berichte, in 3 Teile teilen. Ich will zunächst relativ kurz sprechen über die mathematische Axiomatik, die dieser Gleichung zugrunde liegt. Ich will dann etwas ausführlicher sprechen über die Unsymmetrie des Grundzustandes und die Anwendungen, die man jetzt schon aus dieser Annahme ziehen kann, also insbesondere die Theorie des sogenannten Strange Particles oder seltsamen Teilchen und die Elektrodynamik. Und ich will dann im 3. Teil eingehen auf den Vergleich dessen, was die Theorie nun abzuleiten gestattet, mit dem, was in den letzten Jahren experimentell gefunden worden ist. Also zunächst zur mathematischen Axiomatik. Da möchte ich zunächst etwas historisch ausholen. Als Einstein die spezielle Relativitätstheorie formulierte, hat er eine radikale Änderung gegenüber der Newtonschen Mechanik vorgenommen. Nun, Sie wissen alle, dass er eine andere Aussage über Raum und Zeit gemacht hat. Diese andere Aussage über Raum und Zeit war aber auch nur möglich, dadurch, dass er über die Kraftwirkung eine andere Annahme gemacht hat, während nämlich Newton behauptete, dass es Kräfte gibt, die auf lange Abstände wirken, sogenannte Fernkräfte, hat Einstein nur sogenannte nahe Wirkungen zugelassen, also eigentlich nur Wirkungen von Punkt zu Punkt. Und nur dadurch war es möglich, die relativistische Raum-Zeitstruktur mit dem Begriff von Kausalität zu vereinbaren, den wir an der Stelle annehmen müssen. Nun, die Quantenmechanik, die in den 20er Jahren entwickelt worden ist, schließt sich in diesem Punkt an die Newtonsche Mechanik an. Auch sie arbeitet mit Fernkräften. In dem Moment aber, wo man zur Theorie der Elementarteilchen und zur Quantenfeldtheorie überging, war man nun gezwungen, wieder denselben radikalen Schritt zu tun, den Einstein damals getan hat von der Newtonschen zur Relativitätstheorie. Man musste also wieder von den Fernwirkungen
auf Nahwirkung, auf Punktwechselwirkung übergehen. Das hatte dann zur Folge, wie man in den 30er Jahren gemerkt hat, dass die Mathematik, die sich scheinbar als naturgemäße Verallgemeinerung der Quantenmechanik in die Quantenfeldtheorie ergibt, dass diese Mathematik zu Widersprüchen führt, dass die Größen, die man berechnet, unendlich werden und also eigentlich keinen Sinn mehr haben. Aus dieser Schwierigkeit hat man lange nach Auswegen gesucht und der nach meiner Ansicht interessanteste Vorschlag ist im Jahr 1942, also genau vor 20 Jahren, von Dirac gemacht worden. Dirac gab an, dass man die mathematischen Schwierigkeiten wenigstens, sagen wir mal so in erster Näherung, vermeiden kann, wenn man die Metrik im Zustandsraum indefinit macht. Um nicht bei diesem mathematischen Begriff stehen zu bleiben, will ich gleich zu dem Einwand kommen, der dann ein Jahr später von Pauli gegen diese Auffassung erhoben worden ist. Pauli stellte fest, dass dann, wenn man eine indefinite Metrik im Hilbertraum verwendet, dass dann die Wahrscheinlichkeiten, die man aus der Theorie ausrechnet, eventuell negative Werte bekommen. Und das ist natürlich Unsinn, denn negative Wahrscheinlichkeiten gibt es nicht. Die Schwierigkeit schien zunächst kaum überbrückbar und daher ist dieser Vorschlag längere Zeit nicht weiter verfolgt worden. Aber etwa 10 Jahre später, im Jahr 1953, haben wir dann den Dirac'schen Vorschlag in Göttingen doch wieder aufgegriffen, und zwar in der Hoffnung, ihn in folgender Weise modifizieren zu können. Die Wahrscheinlichkeitsdeutung der Quantentheorie brauchen wir ja dort, wo wir experimentieren. Wenn wir also irgendwo einen Auffänger hinstellen, mit dem wir Elementarteilchen zählen, dann verlangen wir von der Theorie, dass sie die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass dort Elementarteilchen hinkommen, der und der Art, mit der und der Häufigkeit. Dagegen ist es nicht so wichtig, dass wir den Wahrscheinlichkeitsbegriff etwa auch im Inneren eines Atomkerns anwenden können, denn im Inneren eines Atomkerns können wir sowieso nicht messen. Was wir messen, sind doch immer nur Elementarteilchen, die schon weite Strecken, nämlich in unsere Apparaturen, gelaufen sind. Daher bestand die Hoffnung, dass man die Theorie so modifizieren könnte, dass man den Wahrscheinlichkeitsbegriff zwar aufrechterhalten kann für die Elementarteilchen, die in weiten Abständen voneinander sind, also für das sogenannte asymptotische Verhalten der in der Quantentheorie zu behandelnden Wellen, während man den Wahrscheinlichkeitsbegriff aufgeben muss für die Verhältnisse im ganz Kleinen. Nun, diese Vorstellung ist dann einer Prüfung unterzogen worden an einem sehr interessanten Modell, was von dem chinesischen Physiker Li entwickelt worden war und was, wenn man so will, eine sehr vereinfachte mathematische Ausgabe der Quantenelektrodynamik darstellt. Pauli und Quellin haben zeigen können, dass, wenn man dieses Modell nach den Methoden der Quantenelektrodynamik behandelt, dass man dann automatisch in die indefinite Metrik hereinkommt und dass man zunächst sogar grundsätzlich wieder in die Schwierigkeiten mit dem Wahrscheinlichkeitsbegriff gerät. Es ist aber dann auch gelungen zu zeigen, dass man bei bestimmten Annahmen, die man nun zusätzlich da machen muss, es so einrichten kann, dass doch asymptotisch der Wahrscheinlichkeitsbegriff wieder in Ordnung kommt, er nur im Kleinen verloren geht. Also Sie sehen, dass diese ganze Frage sehr kompliziert ist, aber es sind gerade in den letzten Jahren doch eine Reihe von Arbeiten erschienen, in denen nun genauer untersucht wird, ob sich diese Trennung zwischen asymptotischem Verhalten und lokalem Verhalten durchführen lässt. Und es sind zumindest verschiedene Modelle angegeben worden, in denen das tatsächlich möglich ist. Wichtiger scheint mir, dass man auch einen gruppentheoretischen Grund angeben kann, warum diese Trennung in Asymptotik und lokales Verhalten möglich ist. Wenn man sich für die Verhältnisse auch im Atomkern interessiert, also sozusagen alle möglichen Experimente in Betracht zieht, dann muss man auch
alle die Symmetriegruppen darstellen, die in der Natur beobachtet werden, insbesondere auch die Lorentz-Gruppe, also Raum- und Zeitgruppe. Nun weiß man, diese Gruppe ist, wie der Mathematiker sagt, eine nicht kompakte Gruppe, und für nicht kompakte Gruppen ist die indefinite Metrik die naturgemäße Darstellung. Wenn man sich aber für das interessiert, was in weiten Abständen passiert, also mit den Elementarteilchen, wenn sie weit von ihrem Zusammenstoßpunkt weg sind, dann reduziert sich diese Gruppe auf eine kompakte Gruppe, weil man ja nur noch Prozesse betrachtet, die zu einer bestimmten Energie in einem bestimmten Impuls gehören. Und für die kompakte Gruppe ist wieder die definite Metrik, also der Wahrscheinlichkeitsbegriff, die naturgemäße Darstellung. Also insofern kann man einsehen, dass hier diese angestrebte Einteilung in asymptotische und nicht asymptotische Gebiete vernünftig ist. Und man kann vielleicht im Augenblick die Stimmung der Physiker zu dem Problem in folgender Weise umschreiben. Man kann sagen, es gibt also erstens eine, ich so sagen, eine konservative Richtung, vielleicht hauptsächlich vertreten durch den Amerikaner Whiteman, bei uns in Deutschland durch Lehmann, Symanzik und andere, die versucht, die Axiomatik nun möglichst eng an die der Quantenmechanik anzuschließen. Man versucht, mit einem Zustandsraum definiter Metrik auszukommen, nimmt die Existenz eines Feldoperators an und um die Kausalität darzustellen, sagt man dann, die Feldoperatoren an raumartig getrennten Punkten sollen kommutieren oder antikommutieren. Aus dieser Axiomatik sind eine Reihe von interessanten Resultaten hergeleitet worden, die auch durchaus auf die Erfahrung passen und offenbar einen Teil der Wirklichkeit richtig wiedergeben. Andererseits ist es aber bisher nicht möglich gewesen, irgendein mathematisches Modell anzugeben, das all diesen Axiomen genügt und eine nicht triviale Wechselwirkung enthält. Also ob die Axiomatik erfüllbar ist, die ja sehr eng ist an der Stelle, ist zweifelhaft. Daher gibt es eine andere Richtung, die etwas radikal das entgegengesetzte Extrem vertritt und die im letzten Jahr zum Beispiel von Chu in Amerika verfochten worden ist. Chu hat auf der Konferenz in La Jolla vor einem Jahr einen Vortrag gehalten, den er als seine Declaration of Independence, als seine Unabhängigkeitserklärung bezeichnet hat, wo er sagte, diese ganze Feldtheorie brauchen wir ja gar nicht. Es genügt, wenn wir eine Mathematik machen, die nur dieses asymptotische Verhalten der Teilchen beschreibt. Nun, das mathematische Werkzeug zum Beschreiben dieser Asymptotik ist die sogenannte Streumatrix oder S-Matrix. Und Chu sagte also, es müsste doch genügen, für diese S-Matrix nun eine Anzahl vernünftiger mathematischer Forderungen zu stellen. Zum Beispiel, um die Kausalität darzustellen, müsste man fordern, dass gewisse analytische Eigenschaften da sind. Und dann brauchte man sich gar nicht um die Frage der Metrik oder dergleichen zu kümmern. Nun, das ist ein sehr extremer Standpunkt nach der anderen Richtung. Und vielleicht darf ich jetzt um das zweite Bild bitten. Ich möchte hier die verschiedenen Schritte der Axiomatik, die hier möglich sind, einmal kurz nebeneinander stellen. Der weiteste Rahmen, der also etwa jetzt von Chu im letzten Jahr vertreten worden ist, ist diese Axiomatik, die hier oben steht. Es wird also nur die Existenz einer Streumatrix, einer S-Matrix angenommen, die natürlich die notwendigen Gruppeneigenschaften, Symmetrieeigenschaften haben muss, um die Natur richtig darzustellen. Und damit außerdem die Forderungen der relativistischen, also Einsteinschen Kausalität gewahrt sind, muss diese Matrix bestimmte analytische Eigenschaften haben. Man geht in dieser Theorie also sehr stark auch von den sogenannten Dispersionsrelationen aus, die sich ja auch experimentell sehr gut bewährt haben. Man kann nun diesen sehr weiten Rahmen dadurch enger machen, dass man etwas dazufügt, dass man sagt, es soll nicht nur das gelten, sondern außerdem soll noch die Existenz eines lokalen Feldoperators gefordert werden, der nun, um die Kausalität darzustellen, bei raumartigen Abständen kommutiert oder antikommutiert, und es soll einen dazu gehörigen Hilbertraum geben.
Man sagt aber an dieser Stelle noch nichts über die Metrik in diesem Hilbertraum, die kann definit oder indefinit sein. Und schließlich gibt es eine dritte, noch engere Axiomatik, in der man die beiden Forderungen stellt, die beiden Postulate, aber dann noch als dritte Forderung dazu führt, dass die Metrik im Hilbertraum definit sein muss und dass außerdem die asymptotischen Zustände schon genügen sollen, um diesen ganzen Hilbertraum aufzuspannen. Diese dritte Axiomatik ist also die engste, das ist die, die ich als die konservative bezeichnet habe, und das ist die weiteste, während die hier in der Mitte ist genau diejenige Axiomatik, die dieser einheitlichen Feldtheorie zugrunde liegt, über die ich heute spreche hier. Nun, wir haben im letzten Herbst bei der Solvay-Konferenz in Brüssel auch sehr über diese Axiomatik gesprochen und haben dieser etwas abstrakten mathematischen Fragestellung auch noch einen physikalischen Aspekt gegeben, der zwar nicht in aller Strenge dazugehört, der aber doch die Verhältnisse sehr klar macht. Wenn man die engste, die dritte Axiomatik für richtig hält, dann ist man eigentlich gezwungen zu unterscheiden zwischen elementaren und zusammengesetzten Teilchen oder sagen wir zwischen eigentlichen Elementarteilchen und nur so halben Elementarteilchen. Und die eigentlichen Elementarteilchen sind dadurch charakterisiert, dass sie in ihrem Zentrum einen unendlich harten und unendlich kleinen, also punktförmigen Kern haben, während die zusammengesetzten Teilchen diesen punktförmigen Kern nicht haben. Wenn man also diese letzte Axiomatik glaubt, muss man eigentlich den Unterschied zwischen elementaren und nicht elementaren Teilchen machen. Wenn man dagegen eine der beiden ersten Axiomatiken zugrunde legt, dann liegt es sehr nahe zu sagen, es wird überhaupt kein Elementarteilchen geben, das einen solchen harten, punktförmigen Kern im Zentrum besitzt. Grundsätzlich ist diese Frage experimentell zu entscheiden, und zwar steht die experimentelle Frage in enger Beziehung zu dem, was wir hier in dieser Tagung von Herrn Hofstetter gehört haben. In den Versuchen von Hofstetter versucht man ja gerade, die Dichteverteilung eines Elementarteilchens, zum Beispiel des Nukleons, auszumessen. Und man kann also mit solchen Methoden grundsätzlich entscheiden, ob die Dichteverteilung so ist, dass da im Zentrum ein unendlich harter, punktförmiger Kern ist, der von einer Wolke von Materie, dann etwa von 10 hoch minus 13 cm Durchmesser umgeben ist, oder ob das Elementarteilchen nur so eine Wolke ohne Kern ist. Man muss allerdings, um eine solche Frage zu entscheiden, Zusammenstöße außerordentlich hoher Energie untersuchen. Offensichtlich ist es so, dass, wenn man den punktförmigen Kern hat, dass dann auch bei allerhöchsten Energien noch elastische Zusammenstöße mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit auftreten, während wenn man nur die Wolken hat, dann wird eben bei hinreichend hohen Energien das elastische Zusammenstoßen beliebig selten werden. Und ich selbst bin überzeugt, dass es keine Elementarteilchen mit einem solchen harten Kern gibt, aber experimentell zu entscheiden ist die Frage einstweilen noch nicht, weil man noch nicht hinreichend hohe Energien hat. Vielleicht werden aber immerhin Stoßprozesse mit den großen Maschinen in Genf und Brugg helfen, uns in der Zukunft der Entscheidung dieser Frage näher bringen. Und damit möchte ich diese Diskussion der mathematischen Axiomatik abschließen und nun zu einem mehr physikalischen Teil kommen, zum zweiten Teil, nämlich zu der Frage der Unsymmetrie des Grundzustandes. Die Feldtheorie, über die ich hier referiere, war gezwungen, diese Unsymmetrie des Grundzustandes anzunehmen aus folgendem Grund. Es gibt in den Elementarteilchen eine Eigenschaft, die man den Isospin nennt, und zwar, das ist eine Eigenschaft, die ist schon vor 30 Jahren empirisch eingeführt worden. Es ist mathematisch eine Eigenschaft ähnlich wie der Drehimpuls, aber bedeutet anschaulich die Unterscheidung zwischen Proton und Neutron. Zwei Teilchen, die fast die gleiche Masse haben, aber von denen das eine geladen, das andere neutral ist. Nun hat man schon lange festgestellt, eben damals vor 30 Jahren,
dass die Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen wenigstens ungefähr symmetrisch sind gegenüber Drehungen in diesem Raum. Also wenn man ein Neutron in ein Proton verwandelt, dann ändern sich in erster Näherung die Kräfte nicht. Und daher ist auch die Grundgleichung, die Sie vorhin gesehen haben, gegenüber solchen Transformationen invariant. Aber diese Invarianz gilt in der Wirklichkeit nicht streng. Schon die elektrische Ladung verletzt die Invarianz, was Sie ja einfach daraus sehen, dass ein Proton geladen und ein Neutron ungeladen ist. Also man kommt zu dem merkwürdigen Schluss, dass es in der Natur Symmetrien gibt, die nur näherungsweise gelten. Und dafür ist nun die naturgemäße Interpretation, dass man sagt, der Grundzustand der Welt selbst ist eben nicht symmetrisch, sondern die Welt hat einen großen Isospin. Nun empirisch bedeutet das, dass etwa die Zahl der Neutronen und die Zahl der Protonen in der Welt sehr verschieden sind, und das ist in der Tat der Fall. Diese Unsymmetrie macht es dann erst möglich zu verstehen, dass ein Proton und ein Neutron etwas verschiedene Masse haben, weil ja sozusagen das Proton dann ein Teilchen ist, dessen Isospin parallel dem der Welt steht, während beim Neutron der Isospin antiparallel dem der Welt steht. Also in dieser Weise war man gezwungen, die Unsymmetrie anzunehmen. Es kam noch ein weiteres hinzu. Wenn die Grundgleichung zunächst so genommen wird, wie sie da steht, dann würde man ja erwarten, dass ein Teilchen, das Halbzeichen Dirac'schen Spin hat, auch Halbzeichen Isospin hat, oder wenn es Ganzzeichen Dirac-Spin hat, dass es auch Ganzzeichen Isospin hat. Es gibt aber in der Wirklichkeit die sogenannten seltsamen Teilchen, die Strange Particles, bei denen das gerade nicht so ist. Und um die zu erklären, muss man also auch wieder die Unsymmetrie des Grundzustandes zu Rate ziehen. Nun, das war am Anfang eine etwas kühne Annahme, aber inzwischen hat sich nun erfreulicherweise gezeigt, dass in anderen Gebieten der Physik genau dieselben Verhältnisse herrschen. Und da haben wir sehr viel lernen können von der Entwicklung der Theorie der Supraleitung, über die wir hier von Herrn Bardeen gehört haben. Es hat sich herausgestellt, dass in der Supraleitung die Verhältnisse genauso sind. Dass also wieder der Grundzustand nicht die volle Symmetrie der Gleichung hat, sondern eben entartet ist, eine geringere Symmetrie hat, dort zum Beispiel nicht die sogenannte Eichsymmetrie hat. Und dann hat Bogoljubov mit Recht darauf hingewiesen, dass man im Grunde solche Verhältnisse ja schon in früherer Zeit an vielen Stellen kannte und bloß nicht mehr daran gedacht hat. Schon in der Theorie des Ferromagnetismus wird ja angenommen, dass der Grundzustand eines Ferromagneten ein magnetisches Moment hat, also eine Richtung hat, obwohl die Gleichung, von der man ausgeht, rotationssymmetrisch ist. Bei der Kristallbildung, bei der Theorie der Suprafluidität, überall haben wir dieselben Verhältnisse. Nambu insbesondere hat gezeigt, dass auch rein mathematisch zwischen der Theorie der Elementarteilchen und der Theorie der Supraleitung viele Ähnlichkeiten bestehen. Man hat also nun sozusagen ein mathematisches Übungsfeld gewonnen in der Theorie der Supraleitung und in der Theorie des Ferromagnetismus. Wir wissen, dass in diesen beiden Gebieten keine grundsätzlichen mathematischen Schwierigkeiten bestehen. Man steht also dort auf völlig festem Grund und man kann nun nachsehen, inwieweit die mathematischen Vermutungen, die wir bei der Theorie der Elementarteilchen hatten, auch hier zutreffen. Und da hat sich in der Tat herausgestellt, dass sehr viele Züge, die man bei der Theorie der Elementarteilchen vermutet hatte, hier nun wirklich mathematisch bewiesen werden können, dass also die Verhältnisse tatsächlich ganz so liegen können, wie man sie in der Theorie der Elementarteilchen angenommen hatte. Besonders erfreulich war auch noch Folgendes. In der Theorie der Elementarteilchen hatten wir uns genötigt gesehen, zum numerischen Rechnen eine Approximationsmethode zu benutzen, die recht problematisch war. Aber es war die einzige, die auf diese Art von Feldtheorien überhaupt Anwendung finden konnte. Nun konnte man in der Theorie der Supraleitung eben dieselbe
Approximationsmethode verwenden und zusehen, ob sie dort gute Resultate liefert. Und da stellte sich heraus, dass sie sogar dort exakte Resultate liefert, dass sie also praktisch genauso gut ist wie die exakte Rechnung. Also in der Beziehung hat man von der Theorie der Supraleitung her sehr viel Hilfe für die Theorie des unsymmetrischen Grundzustandes bei den Elementarteilchen gewonnen. Nun will ich etwas spezieller eingehen auf die Theorie der seltsamen Teilchen, die inzwischen von Dürr und mir entwickelt worden ist. Um die seltsamen Teilchen in ihren etwas merkwürdigen Eigenschaften zu verstehen, hat der Wenzel einmal einen Begriff eingeführt, den nannte er das Spurion. Dieses Spurion war ein etwas komisches Elementarteilchen. Es war nämlich gar kein Teilchen, das heißt, es hatte weder Energie noch Impuls noch einen Ort, sondern es hatte nur noch einen Isospin und eine Parität. Ich kann als anschaulichen Vergleich etwa nur finden, die Katze, die in dem Märchen von Alice in Wonderland vorkommt, dem englischen Märchen, das ist so etwas mystisch. Da ist von einer Katze die Rede, die durch einen Spiegel verschwindet, und dann verschwindet zuerst der Schwanz und dann der Körper und dann der Kopf der Katze, und es bleibt nur das hämische Grinsen der Katze im Raum stehen. Nun, dieses Grinsen der Katze ist sozusagen der Isospin der Spurionen. Nun, diese Vorstellung, die Wenzel zunächst rein phänomenologisch aufgestellt hatte, die hat sich nun eigentlich in der Mathematik dieser Feldtheorie, über die ich hier spreche, von selbst herausgestellt. Das heißt, es zeigte sich, dass diese Mathematik von selbst diese Spurionen erfindet, eben als Eigenschaften des entarteten Vakuums, sodass man alle die Annahmen, die Wenzel mit seinem Spurionbegriff gemacht hatte, nun in der Mathematik wiederfinden konnte und umgekehrt diese Mathematik nun auch wieder an der Theorie des Ferromagnetismus oder der Supraleitung prüfen konnte. Vielleicht ist der einfachste Vergleich der aus der Theorie des Ferromagnetismus, wo wir also dann den Isospin ersetzen müssen durch den Spin. Auch in einem Ferromagneten kann man sich durchaus Folgendes vorstellen. Man denke sich ein angeregtes Elektron, das sich aber von dem gesamtmagnetischen Moment des Ferromagneten einen Spin 1/2 beugt, sodass der Spin des Elektrons jetzt nicht mehr 1/2, sondern 1 ist. Es ist also durchaus möglich, indem man in dieser Weise eine Spinwelle an das Elektron anhängt, dass in einem Ferromagneten Elektronen herumlaufen, die nicht, wie sie sollten, den Spin 1/2, sondern den Spin 1 haben. Ich weiß nicht, ob tatsächlich solche Ferromagneten schon hergestellt worden sind. Ich glaube nicht, dass man es beobachtet hat, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass so etwas möglich wäre. Nun, mithilfe dieses Spurionbegriffs sind also Rechnungen angestellt worden, und ich will jetzt doch ein paar Formeln geben, aber schnell darüber hinweggehen. Ich bitte um das nächste Bild. Also, wenn man diese Idee der Spurionen ernst nimmt, dann muss man, um ein seltsames Teilchen zu beschreiben, die Diracsche Gleichung des Nukleons etwa, zu der nur dieses Glied gehören würde, Gamma μ P μ, und dieses Glied I Kappa, diese Gleichung muss und kann man erweitern um genau 2 Glieder. Andere Glieder sind symmetriemäßig nicht möglich, und das eine Glied gibt sozusagen eine Wechselwirkung der Parität des Spurions mit der Parität des Nukleons, und dieses Glied gibt eine Wechselwirkung zwischen dem Isospin des Spurions und dem Isospin des Nukleons. Wenn man diese erweiterte Gleichung, bei denen nun 2 Konstanten vorkommen, die noch zu bestimmen sind, löst, dann bekommt man für die Energie, also für die Masse der Spurionen, eine solche Formel, die hängt noch, wie gesagt, von den beiden Konstanten Alpha und Eta ab, die man dann noch durch andere Forderungen bestimmen muss. Ich bitte ums nächste Bild. Wenn man mit dieser Formel sich also Massen ausrechnet, dann sieht man, dass Folgendes passiert. Wir haben etwa, solange die beiden Wechselwirkungskonstanten Alpha und Eta 0 sind, haben wir hier den Eigenwert, nämlich die Masse des Nukleons. Wenn wir dann zunächst nur die Paritätswechselwirkung nehmen, dann spaltet dieser Zustand auf. Hier unten bleibt der Nukleonzustand, der sich in seiner Masse etwas verändert, und höher liegt nun ein Zustand, der anschaulich zu deuten ist, eben als Nukleon plus Spurion. Aber dieser Zustand ist noch 4-fach entartet,
Und wenn wir dann diese Wechselwirkung Eta noch mitrechnen, also die Isospin-Wechselwirkung, dann spaltet dieser Zustand in 4 Zustände auf. Wir sollten also dann erwarten, dass es über dem Nukleon ein Strange-Partikel, ein Hyperon gibt. Dies hier soll den Isospin 0 haben, das hier den Isospin 1. Darüber sollte nun wieder ein angeregtes Teilchen vom Isospin 1 sein und wieder vom Isospin 0. Die beiden unteren Teilchen sind experimentell bekannt, das ist das sogenannte Lambda-Hyperon und Sigma-Hyperon. Von den beiden oberen Zuständen wusste man damals noch nichts. Aber es ist möglich, dass sie jetzt gefunden sind. Über das Experimentelle will ich ja nachher noch sprechen. Wenn man genauer rechnen würde, als das in diesen ersten Formeln geschieht, würden natürlich diese Niveaus etwas gegeneinander verschoben werden können, denn die Konstanten Alpha und Eta können selbst wieder von Energie abhängen, aber in erster Näherung sieht die Aufspaltung also so aus. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, bei der numerischen Rechnung hat man die eine Konstante Alpha richtig nach der Tamdankow-Methode, wenn auch nur näherungsweise, bestimmen können. Die zweite Konstante Eta, die sehr viel kleiner ist, aber ließ sich nicht zuverlässig bestimmen, weil nämlich die zweite Konstante sich sehr stark ändert, wenn in der ersten Konstante auch nur ein ganz kleiner Fehler ist. Die ist sehr empfindlich von der ersten abhängig, sodass wir eben diese Konstante bestenfalls um einen Faktor 4 ungenau hätten bestimmen können. Und dann sind wir praktisch so vorgegangen, dass wir lieber den experimentellen Wert genommen haben, also denjenigen Wert, der die Experimente am besten darstellt. Aber ich muss dazu sagen, auch wenn die Konstante etwa um Faktor 2 größer wäre, wäre das Bild nicht grundsätzlich anders. Bitte das nächste Bild. Dieselbe Rechnung ist dann auch noch gemacht worden für die sogenannten Bosonen. Das sind also Teilchen wie das Pi-Meson und so weiter. Und da gibt es ohne die Wechselwirkung mit den Spurionen 2 Zustände. Das eine hier ist ein Isotriplet, das ist das Pi-Meson. Das zweite Zustand war ein Isosinglet. Der war damals, wie die Theorie entwickelt wurde, noch nicht gefunden. Er scheint aber jetzt gefunden zu sein, und zwar scheint dieser Zustand das sogenannte Eta-Meson zu sein. Dieser Zustand spaltet dann, wenn Eta noch 0 ist, in 3 auf und der andere auch in 3. Und wenn dann diese Konstante Eta mitgerechnet wird, so wird die